Wer kennt das nicht von euch? Ihr wollt losfahren, irgendwelche wichtigen Sachen holen, habt vielleicht ein Schnäppchen bei eBay gemacht und wollt das jetzt mit eurem Schlepper oder mit dem Anhänger hinterm PKW abholen. Das Gespann wird zusammengebaut, Elektrik angeschlossen und bei der üblichen Abfahrkontrolle stellt ihr fest, irgendwas stimmt am Nummernschild nicht, die Farbe der TÜV-Plakette kommt euch so unbekannt vor, weil eben lange keine neue mehr draufgeklebt worden ist. Ich denke, das Problem kennt ihr und damit möchte ich euch recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen kleinen Video, wie wir solche Sachen, die ich eben beschrieben habe, beheben können. Und dabei hilft euch Exatrec, denn wir haben eine Fristenverwaltung, in der wir solche wiederkehrenden Fristen, die auftreten oder Wartungen oder ähnliches, uns merken und auch darauf hingewiesen werden, wenn es dann soweit ist, dass wir zum TÜV müssen, dass eben ein Ölwechsel am Motor ansteht oder dass wir irgendwelche Schmierarbeiten an Arbeitsgeräten durchführen müssen. Oder denkt an den Spritzen-TÜV, wird auch immer gern vergessen. So, dazu schwenken wir jetzt zu unserer App, die wir also geöffnet haben, unsere Web-App, und schauen uns das mal an, wie das also aussieht, wenn wir unsere Fahrzeuge uns mal anschauen und sehen, was kommen da für Symbole. So, schwenken wir mal rüber und schauen uns hier jetzt mal einen Betrieb an und ihr seht hier die Liste der Fahrzeuge. So, wir haben bei diesen Fahrzeugen schon Fristen eingetragen und ihr seht hier, dass hier ein Schraubenschlüssel gelb leuchtet oder hier ein Schraubenschlüssel rot. Das zeigt euch auf den ersten Blick, hier ist Handlungsbedarf. So, jetzt gehen wir mal in die Fahrzeugliste rein und hier bei den Traktoren und gucken uns die Fahrzeuge an. So, was war da eben? Der M-Betrag, ich glaube, der hatte einen gelben Schlüssel. Jetzt öffnen wir mal und ihr seht, hier haben wir Fristen eingetragen. Einmal muss das Fahrzeug regelmäßig abgeschmiert werden. Ihr seht, 9.358 Stunden hat er weg. Bei 9.400 muss diese Arbeit erledigt werden. Öl im Getriebe und in den Achsen muss gewechselt werden. Motorölwechsel steht auch bei 9.400 Stunden an. Und hier seht ihr einen gelben Punkt, Hauptuntersuchung. Am 1.3.2021 ist der fällig, aber ihr werdet rechtzeitig gewarnt oder darauf hingewiesen, dass ihr hier das schon mal im Hinterkopf behaltet. Die Themen, die erledigt worden sind, die sind hier also grün. Also der letzte Ölwechsel war bei 9.105 Stunden. Und gesagt, da gab es noch ein weiteres Fahrzeug, das war der Hanomag, den gucken wir uns auch an. Und wir sehen hier, dass eine Hauptuntersuchung schon am 10.06.2020, also diesen Jahres, fällig war. Die ist aber nicht erledigt worden. Jetzt tun wir mal so, als wenn die tatsächlich durchgemacht worden ist und ich setze hier mal einen Haken. So, und jetzt steht hier, eine Hauptuntersuchung ist erledigt und die nächste ist am 15.01.2023. Also er rechnet jetzt also entsprechend im Voraus schon die nächsten 2 Jahre. So, jetzt geht es natürlich darum, und das zeigen wir nach einem anderen Fahrzeug, wie lege ich also solche Fristen eigentlich an? Beziehungsweise das können wir hier auch beim Hanomag machen. Hier gehen wir mal aufs Pluszeichen. So, Bezeichnung, dieses Feld können wir frei beschriften oder wir können uns hier eins aus der Tabelle holen. Wir sagen mal, hier ist eine Wartung erforderlich. Die Wartung soll in 250 Stunden sein. Dann muss ich hier auf Datum, gehe ich auf die Stundenanzeige, hier auf Stunden und kann jetzt hier die Stunden eingeben. Zwar 9000 Stunden hat er jetzt weg, 9336, 200 Stunden mal weiter, sagen wir 9236 Stunden. So, dann ist das wiederkehrend, weil ich muss ja alle 200 Stunden die Wartung wieder neu durchführen. Dann gebe ich hier 200 ein, so, und speichere das Ganze. So, jetzt sind die Wartungsarbeiten eingetragen und jedes Mal, wenn ich hier also ein Häkchen setze, dann zählt das System 200 Stunden weiter. Diese Liste können Sie also fast unendlich lang machen. Also wenn es einen Feuerlöscher gibt, der in irgendeiner Form geprüft werden muss oder ähnliches, könnt ihr jetzt also hier eintragen. So, und ihr werdet dann immer jeweils gewarnt, wenn der Betriebsstundenstand erreicht ist. Das wäre es eigentlich zu dem Thema Fristen oder immer wiederkehrende Arbeiten, die an Geräten gemacht werden können. Genauso geht es um
Das Abschmieren, wenn man Abschmierthemen bei Geräten hat, alle halbe Jahre abschmieren, jedes Jahr abschmieren oder nach gewissen Betriebsstunden abschmieren, können wir alles eingeben. Jetzt noch mal ein kleiner Hinweis. Ich gehe nochmal zur Übersicht hier bei diesem Betrieb und ihr seht hier unten rechts ein Feld, das ist ein Nachrichtenlog. Und hier wird gleichermaßen das, was wir eben festgestellt haben, wo Fristen überschritten worden sind, angezeigt. Also nicht nur in dem Fahrzeugstatus, sondern hier auch in dem Ereignisfeld oder Eventlog. Ja, jetzt in der etwas nicht so aktiven Jahreszeit kann man die Muße etwas nutzen und diese Liste eigentlich ausfüllen, damit man dann, wenn es wieder richtig auf den Betrieb rund geht und man wenig Zeit hat, letztendlich immer darauf hingewiesen wird, wann Wartungen fällig sind, TÜV-Termine und so weiter. Vielleicht ein kleiner Gedanke dazu, man muss nicht unbedingt Fahrzeuge nehmen, ihr habt auch noch andere Punkte, die an eurem Betrieb ständig überprüft werden muss. Das ist die Heizungsanlage, das sind vielleicht irgendwelche Feuerlöscher an der Heizung, irgendwas, das könnt ihr natürlich selbstverständlich hier auch eintragen, genauso wie den Pferdeanhänger der Schwester, die vielleicht auch natürlich auch regelmäßig zum TÜV muss. Ja, das wäre es hiermit und viel Spaß mit Exatec.